Willkommen zurück, Freunde. Fragrance Dog wieder hier aus Hamburg. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Und heute stelle ich euch 5 Düfte vor, wo ihr zu 100% Komplimente bekommt. Das heißt, Düfte, Komplimente garantiert. Ja, ihr werdet euch wundern, was für Düfte da drin sind. Ich gehe ja von die Komplimente, die ich bekommen habe. Und von, ja, sag ich mal, von diesen Düften habe ich am meisten Komplimente bekommen. Jedenfalls, ja, 4 davon. Den anderen habe ich jetzt noch nicht ganz so lange, aber auch schon Komplimente für bekommen. Und ich kann euch sagen, es sind 4 Designerdüfte und ein Nischenduft. Wahrscheinlich, ich habe noch von anderen Düften Komplimente bekommen, aber das sind so die, wo ich am meisten bekomme, obwohl ich 2 davon noch gar nicht lange habe. So, und die anderen ist klar, aber da kommen wir gleich zu. Für alle, die das erste Mal jetzt aber hier sind, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal. Das würde mich natürlich freuen, da verpasst ihr nämlich kein Video mehr. Also nicht vergessen, den Knopf zu drücken und zu abonnieren. So, dann fangen wir gleich mal an mit den ersten. Und das ist Yves Saint Laurent Why, das Eau de Parfüm. Ja, ich bekomme für diesen Duft jedes Mal, oh, du riechst gut und so weiter und so fort, obwohl es ein synthetischer Duft ist. Ihr kennt das ja, der ist sehr synthetisch, wie ich immer so schön sage. Das ist wirklich auf die Fresse, aber er hat einfach was. Und es gibt Tage, da hat man auf diesen Ingwer-Duft, frischen Ingwer-Duft auch richtig Bock. Und jedes Mal, ihr könnt sagen, was ihr wollt, jedes Mal gibt es ein Kompliment. Er funktioniert einfach. Frauen mögen diesen Duft, auch Männer. Ich bekomme nicht nur von Frauen Komplimente, auch von Männern. Natürlich muss man das immer, ne, Familie zähle ich nicht wirklich mit, obwohl, ja, kann man schon mitzählen, die sagen auch, das riecht gut, aber da in der Familie ist das ja logischerweise öfters und normal, wenn man unterwegs ist, aber so, und da sagt einer, du riechst gut oder was für einen Duft trägst du, ist das was anderes. Und das hat einfach noch mehr, ja, der Stellenwert ist einfach höher, finde ich, als wenn das in der Familie ist. Das ist klar, dass jemand sagt, okay, du riechst gut, ne, man kennt sich und so weiter und so fort. Und deswegen, auf jeden Fall, Y kommt überall sehr gut an. So, der nächste, ja, das ist der Duft, für den ich am meisten Komplimente bis jetzt bekommen habe. Prana Luna Rossa Sport. Ja, also das ist ein Duft, der im Hintergrund ein bisschen an Le Male erinnert, aber nur im Hintergrund und dann seine eigenen DNA hat. Ich finde schon so, dass die ganze Luna Rossa Reihe, Prada Luna Rossa, sehr weit unterschätzt ist. Und gerade dieser Duft wird ja von vielen, auch hier auf YouTube schlecht gemacht, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das ist ein richtig geil, schöner, süßer Duft, der so 8% Lemal so im Hintergrund hat. Viele meinen ja richtig Lemal. Ich weiß nicht, was für ein Lemal die kennen, aber das ist auf jeden Fall nicht Lemal. Auf jeden Fall Prana Luna Rossa Sport. Im Wettbüro, egal, ich krieg von Mann und Frau Komplimente, jedes Mal, vor allen Dingen meistens, wenn ich den Duft trage. Wow, wirklich nice. Und allen, die nicht, ich habe die ja schon öfters vorgestellt, alle sind begeistert, die sich den jetzt angeschafft haben. Es funktioniert, wirklich. Bei diesem Duft funktioniert es wirklich. So, sehr, sehr nice. Übrigens muss ich auch mal was dazu sagen, wenn Leute reden, ja, der riecht so wie Lemal oder es riecht ja so wie viele riechen. Ehrlich jetzt mal, wie viele Leute da draußen riechen denn nach Parfüm? Also ganz ehrlich, ich treffe mindestens 85%, wenn das überhaupt mal reicht, die gar keinen Duft tragen. Ich rieche da keinen Duft. Natürlich, ab und zu kommt mal einer, hat einer Duft, aber die meisten tragen überhaupt keine Düfte. Daher ist das eigentlich mit, ja, du riechst wie andere. Ganz ehrlich, vor allen Dingen im Wettbüro zum Beispiel, wo ich für diesen Komplimente bekommen habe, da rauchen die meisten. Ich rauche jetzt nicht, aber manchen ist es ja noch erlaubt zu rauchen, bei manchen Wettbüros nicht. Als Beispiel jetzt Wettbüro. Kann ich also auch ein anderes Beispiel nehmen. Aber man riecht nicht viel Düfte. Anscheinend da draußen nehmen die Menschen nicht so viel Düfte. Was schade ist, ist aber so. Und deswegen dieses zu sagen, mal ja, du riechst so wie, sorry, wie jeder andere, ist eigentlich Quatsch. Auf die Menge und auf ganz Deutschland gezählt, ganz bestimmt nicht. Und ja, du stehst auf jeden Fall heraus, wenn du riechst meistens, weil die meisten leider nicht so auf Düfte stehen anscheinend. Auf jeden Fall Prada Luna Rossa Sport, sehr, sehr nice. So,
Dann kommen wir zu den nächsten. Es ist wieder ein Prada. Da kommen wir übrigens auch gleich nochmal zu Prada. Ja, wir kommen da gleich mal zu. Ja, und das ist der Amber Pur Homme. Ja, ich habe ihn jetzt endlich und ich muss sagen, ich hatte den nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Und es hat ja jetzt ewig gedauert. Alle haben gesagt, hol den doch mal, hol den noch. Ich sag, ja, ich habe ihn immer wieder vergessen, jetzt habe ich ihn. Und ja, genau diesen Wahnsinn. Also ich kann nur sagen, wow, und ich habe sofort, meine Frau ist begeistert. Ich hatte den wirklich nicht mehr im Kopf. Es ist eine 10. Und ich gehe auch so weit, dass ich sage, das ist einer der besten Designer aller Zeiten. Das ist einfach so. Diese Frische, diese Cremigkeit, diese Pudrigkeit, pudrig frisch. Hier ist alles wirklich drin. Amber, Leder, Patchouli, Bergamotte, Vanille und so weiter. Sandelholz. Dieser Duft ist einfach also es ist noch anders zum Beispiel als Prada L'Homme. Prada L'Homme ist auch ein Komplimentenmonster. Ist hier nicht mit bei. Aber gleich vorweg, ich ziehe es gleich mal vorweg, hier ist noch ein Prada. Prada und Komplimente. Also ganz ehrlich, hier haben wir 5 Düfte und ich habe davon 3 Prada. Und hätte ich die L'Homme auch noch genommen, wäre noch einer, aber dann hätten wir ja 6. Ich wollte nur 5 erstmal vorstellen, es wird noch ein zweites Video eventuell kommen. Aber das hier, also ich weiß, soweit ich jetzt der Stand der Dinge ist, dass dieser eingestellt ist. Warum? Warum? Ich hätte jetzt schon wieder meckern können. Warum? So ein hammergeiler Duft. Und ja, das in Erinnerungen, ich hatte den null mehr im Kopf. Oh, frische Seifigkeit, ein bisschen Pudrigkeit und ein Duft wie früher so ein bisschen. Es ist absolut nice. Prada Pur Homme, wow, Amber Pur Homme, sorry, absolut nice. So, der nächste, ja, da bin ich auf Sylt mit, ich glaube, ich habe am schnellsten für den ein Kompliment bekommen, raus aus der Tür, sofort, ich glaube, 2 Minuten später Kompliment, Search of Nexus. Und ja, gleich vorweg, Nexus geht immer noch. Diese Frage überhaupt, dass der überhaupt funktioniert, ist schon eigentlich schwachsinnig, weil ich sage nochmal, ich bin derjenige, der da nichts von hält, wenn andere sagen, oh, nee, riecht alt, das ist ausgelutscht. Selbst Aventus, ja, Aventus ist ausgelutscht im Endeffekt. Das Original, nicht das Cologne, das Original. Ja, aber trotzdem ist es nicht out. Früher hat man Düfte 30 Jahre getragen und sie waren nicht out. Dieses so schnell, das nervt ein bisschen. Und dieser Duft, Honig, Tabak und so weiter. Das ist, wie gesagt, Endstation. Und einer meiner Signaturdüfte, das wird er auch bleiben und das wird er auch noch in 10 Jahren sein. So. Ich möchte da mich gar nicht reinsteigern, was hier out ist oder was hier, auf jeden Fall Komplimente ohne Ende. Natürlich nicht unbedingt geeignet im Sommer, aber mit Einsprüher geht das auch sehr, sehr geil. So, der nächste oder der letzte heute, Prada Black. Ja, den habe ich auch nicht so lange, aber auch hier Komplimente. Auch hier pudrig, frisch, der Iris-Style, obwohl hier keine Iris drin ist, also jedenfalls nicht das, was ich gelesen habe. Und das hat schon Stil. Also erinnert ja sehr an, also es ist alles, dieses Iris-Ding ist ja ähnlich, alles so Valentino Omo und Hans und so weiter, aber der ist noch anders. Der ist einfach noch anders. Hier ist einfach die DNA wieder von der Luna Rossa-Reihe und so weiter. Und die beiden, das ist wow. Der könnte vielleicht ein bisschen mehr Dampf haben. Also der hält gut 8, 9, 10 Stunden. Während ihr den nicht mehr wahrnehmt, den Sport, nehmen andere den definitiv wahr. Ich habe das Thema oder die Story mit dem Wettbüro, das war nach 9 Stunden. Also dieser Duft ist am Start. Ne? Hier ist die Haltbarkeit, habe ich vergessen, ja, so bei 7 Stunden. Leider nehme ich den nicht so lange wahr und das ist ein bisschen schade bei diesem super Duft. Y hält auch 7, 8, 9 Stunden und der produziert sehr gut. Und da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist auch noch die alte Version. Ich kenne die neue nicht, aber ich glaube nicht, dass Search das schlecht macht. Hier haben wir 14, 15 Stunden, Ewigkeit, super Ausstrahlung. Und hier sind wir auch so bei 7, 8 Stunden. Aber dieser Duft einfach Bergamotte, Amber,
nice, aber keine Iris drin. Also es riecht zwar, ich rieche da Iris auch cremig, bisschen schokoladig im Hintergrund, ist auch nicht drin Schokolade, logischerweise, aber geil. Und Komplimente, ich habe den wie gesagt nicht so lange, aber der ist beliebt. Ja, was soll ich sagen? Diese 5 Düfte, die ich jetzt euch vorgestellt habe, das sind die Düfte, die auf jeden Fall sofort und geil und schnell Komplimente bringen. So, ich werde hier wahrscheinlich noch einen zweiten Teil machen, weil ich habe ja auch noch Düfte, die auch noch Komplimente bringen, will ja nicht welche unterschlagen. Prada L'Homme zum Beispiel, wollte ich jetzt aber extra nicht nehmen. Der hat natürlich im Schnitt mir mehr Komplimente gebracht als er, weil ich habe ihn ja auch noch nicht so lange, aber auf diese Schnelle und er muss einfach vorgestellt werden. Das ist einfach so. Und wenn man sich überlegt, dass unter den 5 hier, die wirklich mir am meisten Komplimente mitbringen, 3 Prada sind, den habe ich ja jetzt auch noch nicht so lange. Aber die Schnelligkeit und so. Prada ist eine Firma, eine Brand, wie auch immer, die bringt Komplimente ohne Ende. So. Und ich finde auch, dass Prada, was Düfte angeht, ja, unterschätzt ist ein bisschen. Ich finde das geil, ich finde das wirklich nice. Und die Prada Luna Rossa Reihe werde ich nochmal vorstellen, wenn ich die anderen habe. Ich habe jetzt nur die und die sind auch nicht schlecht. Also da sind schon richtig gute Dinger mit bei. Also Leute, haut rein, schreibt in die Kommentare, was habt ihr für Düfte, die Komplimente euch am meisten bringen. Und ja, dann haut rein, abonniert diesen Kanal, wie gesagt, nicht vergessen und dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut, Fragrance Now.